Wie wir beide kooperieren, gefällt mir immer besser. Mein Sohn als Haupterbe. Finden Sie nicht auch, dass er es viel mehr verdient hat als meine Schwester Carla? Warum lassen Sie Ihre Geschwister überhaupt etwas erben? Können Sie das mit Ihrer Gier vereinbaren? Mir ist natürlich klar, dass für den Rest der Familie alles so wirken muss, als sei alles ganz im Sinne des lieben Verblichenen. Ich tue das natürlich für die Zukunft meines Sohnes. Und bis er so alt ist, vielleicht noch ein kleines bisschen für mich. Ich habe das Testament gefälscht. Sorgen Sie endlich dafür, dass mein Sohn aus dieser Hölle rauskommt. Geduld, Geduld, lieber Dr. Hochstetter. Mein Sohn ist in einem thailändischen Gefängnis. Und Sie reden von Geduld. Ihr Sohn kommt frei, sobald das Testament verlesen wurde. Nicht, dass Ihnen zum Schluss noch irgendwelche Dummheiten einfallen. Wenn mein Sohn sich von diesen tagtäglichen Misshandlungen in dem Loch nicht wieder erholt, lasse ich Sie auffliegen. Entschuldigen Sie mal, was kann ich denn dafür, dass man bei Ihrem Sohn Marihuana findet? Ich will Ihnen nur helfen. Ihren Zynismus können Sie sich sparen. Na, ich muss doch sehr bitten. Ansgar de Monsignor ist jetzt da. Ja, ich komme gleich. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe, Dr. Hochstetter. Das ist doch selbstverständlich, Gräfin. Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob die Testamentseröffnung nicht auch ohne Nikos Anwesenheit stattfinden kann. Ja, sie sitzt leider immer noch wegen einem Pilotenstreit in Buenos Aires fest. Ja, aber sie hat eine Vollmacht gefaxt und deswegen dürfte das doch kein Problem sein, nicht wahr, Dr. Hochstetter? Ich bin wirklich froh, dass du dich um die ganzen Formalitäten gekümmert hast, Ansgar. Das bin ich doch Vater schuldig. Ja, so furchtbar es ist, aber wir müssen jetzt alle den schwersten Gang unseres Lebens antreten. Das letzte Wort hat nicht der Hass, sondern die Liebe. Nicht die Schuld, sondern die Vergebung. Nicht die Furcht, sondern die Freude. Nicht der Tod, sondern das Leben. Vielen Dank, Monsignore Koch, für die wunderbaren Worte, die Sie für unseren Vater gefunden haben. Das letzte Wort hat die Liebe. Vielleicht werde ich damit eines Tages meinem kleinen Sohn Hannes erklären können, wie viel mir mein Vater bedeutet hat. Denn genau das machte doch unseren Vater aus. Seine grenzenlose Liebe zu seiner Familie und zu seinen Mitmenschen. In den letzten Tagen oft an den Klippen gestanden und aufs Meer hinausgeschaut. Immer in der Hoffnung, dass unser Vater vielleicht auch noch lebt. Königsbrunn ohne ihn, das ist für mich, das ist für uns alle unvorstellbar. Und es wird sehr, sehr lange dauern, bis wir das alle akzeptiert und realisiert haben. Vater war immer unser Vorbild.
Seine Integrität, seine Großzügigkeit und seine Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass wir nur einen kleinen Teil dessen, was er uns vermittelt hat, auch weitergeben können. Wir werden dich sehr vermissen. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, mir permanent wegen irgendeiner Lappalie nachzulaufen? Entschuldigen Sie, Graf Lahnstein. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie als zukünftiger Schlossherr ab sofort mein Ansprechpartner sind. Haben Sie natürlich recht. Schön, ich bringe meinen Sohn ins Bett, dann zeige ich Ihnen, wo der Schlüssel für die Stallung hängt. Das wäre sehr hilfreich, danke. Das kann auch heiter werden, wenn der hier mal das Sagen hat. Mach dir keine Sorgen. Wenn er endlich Chefin der Holding ist, dann wird er sich da schon austoben. Das wird ihm nicht reichen. Er hat doch schon mal gedroht, uns alle vom Schloss zu werfen. Ach, Konstantin, ich bitte dich, das hat er niemals so gemeint. Selbst Ansgar hat Sinn für Tradition und Familie. Das denke ich auch. Überleg mal, wie er sich heute um Elisabeth gekümmert hat. Ja, heute. Und was war mit den letzten 20 Jahren? Johannes hat für alles die richtige Lösung gefunden. Wie meinst du das? Alles zu seiner Zeit. Carla, hast du mal einen Moment? Es gibt ein kleines Problem im Auktionshaus. Da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Natürlich. Das ist perfekt. Du hast das Problem allein gelöst. Ich weiß nicht, wie ich dir da noch helfen soll. Eigentlich wollte ich auch über etwas anderes mit dir sprechen. Ich möchte der Testamentseröffnung nicht vorgreifen. Aber ich weiß, wie impulsiv Ansgar reagiert. Und deshalb möchte ich, dass du gewappnet bist. Ich? Warum? Ansgar hat Johannes so oft enttäuscht. Und auf der anderen Seite wusste Johannes, dass er sich auf dich immer verlassen kann. Geschäftlich wie privat. Du warst immer loyal. Auf was willst du hinaus, Elisabeth? Johannes hat Ansgar aus seinem Testament gestrichen und dich zur Alleinerbin eingesetzt. Ich kann das nicht. Die Firma, das Schloss. Die ganze Verantwortung, das schaffe ich nicht. Johannes hätte dich nicht als Erbin eingesetzt, wenn er dir das nicht zutrauen würde. Ich habe eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern muss. Wir werden dir alle zur Seite stehen. Außerdem hast du doch die Firma bereits erfolgreich geleitet. Und wenn Johannes Rat brauchte, dann hat er immer zuerst dich gefragt. Egal, ob es um Geschäftliches oder Privates ging. Das ist doch was ganz anderes. Johannes will nun einmal, dass du seine Nachfolgerin wirst und nicht Ansgar. Das mag ja alles sein. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, wie Ansgar reagieren wird, wenn er erfährt, dass Vater ihn enterbt hat? Vaters Anerkennung, das war immer das Wichtigste für ihn. Bei dir wollte er sich durch Lügen und Betrug erkämpfen. Trotzdem, schlimmer kann man Ansgar nicht demütigen. Johannes ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber er hatte gute Gründe dafür. Und wir werden uns doch von Ansgars möglicher Reaktion nicht einschüchtern lassen. Ansgar versteht von Geschäften mehr als ich. Naja, so eine blutige Anfängerin bist du nun auch wieder nicht. Und außerdem hat dein Vater in seinem Testament sicher an Ansgars menschliche und moralische Qualitäten gedacht. Trotzdem. Ich verstehe einfach nicht, warum er vorher nicht mit mir darüber geredet hat. Er lädt mir eine Riesenverantwortung auf. Es geht um Tausende von Arbeitsplätzen, um den Zusammenhalt der Familie. Und außerdem habe ich noch eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern will. Und genau deswegen rede ich dir so zu. Damit Sophia in Zukunft etwas mehr Zeit bei mir verbringt. Nein, im Ernst. Um Sophia brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Und du weißt, wenn es drauf ankommt, kann ich auch ein paar Mandanten weniger nehmen. Ich weiß. So, ich muss morgen früh raus. Tja, wirklich keine leichte Entscheidung für dich. Aber ich denke, dein Vater hat sich das gut überlegt. Und deine Zweifel geben ihm recht. Die meisten würden bei so viel Geld und Macht keine Sekunde zögern. Also, mach's gut. Und gib unserer kleinen Prinzessin noch einen dicken Kuss. Bis dann. Mach ich.
Hallo, wie geht's dir? Ohne Vorlage? Ja, solange es doch geht. Hey, du wirst ihn immer in deinem Gedächtnis behalten. War es sehr schlimm heute Nachmittag? Wie es auf einer Trauerfeier nun mal ist. Ich habe für morgen Einladungen zu einer Vernissage. Morgen ist Testamentseröffnung. Marina, es tut mir leid. Aber ich wäre jetzt lieber gern allein. Bist du sicher? Es gibt einfach so viel, über das ich unbedingt nachdenken muss. Ich rufe dich an. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Carla. Guten Morgen. Wenn du mit uns frühstücken möchtest, dann kommst du genau richtig. Ich habe keinen großen Hunger, aber ich bin trotzdem lieber bei euch. Das hätte Johannes sehr gefreut, wie die Familie zusammensteht. Du hattest letzte Nacht über vieles nachzudenken, nicht wahr? Ich könnte sein Erbe sicherlich ausschlagen, aber es ist sein letzter Wille. Und den werde ich akzeptieren. Johannes hätte sich sehr darüber gefreut. Er war immer so stolz auf dich, auf deinen Mut, dein Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß, dass dir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber du hast meine volle Rückendeckung. Und wenn ich dich hier auf dem Schloss oder in der Firma irgendwie und... Ich werde darauf zurückkommen. Gut. Ich traue mich gar nicht, mich zu setzen. Das war doch immer sein Sessel. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er... Ja, ich denke auch ständig, er kommt jeden Moment herein. Du hast Angst vor dem, was jetzt kommt, nicht wahr? Niemand rechnet damit, dass Vater mich als Haupterbin eingesetzt hat. Johannes wusste, dass er Ansgar damit verletzt. Aber trotzdem hielt er es so für das Beste. Ich hoffe nur, dass Ansgar es irgendwann akzeptieren wird. Wovor ich nämlich jetzt wirklich Angst habe, ist ein andauernder Streit zwischen uns Geschwistern. Ah, dann wird's aber Zeit. Ich habe bereits die Gräfin und ihre Geschwister begrüßt. Dr. Hochstetter. Ich kann das nicht. Ich habe die Nerven nicht dazu. Ich hatte immer einen hervorragenden Ruf als Notar. Und wenn herauskommt, dass ich ein Testament gefälscht habe... Verdammt nochmal, ich muss Sie doch wohl nicht an die Zustände in einem thailändischen Knast erinnern, oder? Sie wollen Ihren Sohn doch gesund wiedersehen. Ja. Dann reißen Sie sich jetzt verdammt nochmal zusammen. Ja, ich denke, wir werden dann vollzählig. In meiner Eigenschaft als Notar eröffne ich hiermit das Testament des verstorbenen Johannes Graf von Landstein.
Hiermit vermache ich meinen Konzertflügel meiner Tochter Sarah, in der Hoffnung, dass ihr eine erfolgreiche Pianistenkarriere vergönnt ist und ihr Spiel ein großes Publikum ebenso sehr bewegt, wie es mich berührt hat. Nach den persönlichen Zuwendungen kommen wir nun zum Hauptteil. Des Weiteren verfüge ich: Mein gesamtes Privatvermögen soll zu gleichen Teilen unter meinen Kindern Ansgar, Carla, Leonard, Nico und Konstantin aufgeteilt werden. Jedes meiner Kinder erhält darüber hinaus ein lebenslanges Wohnrecht auf unserem angestammten Familiensitz Schloss Königsbrunn. Mein geliebtes Schloss selbst, samt umliegender Ländereien, sowie der Gesamtheit meines Firmenbesitzes, die Lahnstein Holding, vermache ich... Entschuldigung. Vermache ich meinem erstgeborenen Enkel Johannes von Anstetten.